Und dann gibt es auch, wie bei den substanzgebundenen Süchten, wo man diskutieren kann, macht jetzt Kaffee süchtig oder nicht, gibt es auch bei den Verhaltenssüchten manche, wo man darüber streiten könnte, macht das jetzt süchtig oder nicht. Ja, ich sage ein Beispiel, macht Einkaufen süchtig? Ja, das ist eine gute Frage. Kann Sport süchtig machen? Kann man arbeitssüchtig sein? Ja, das sind also alles Fragen, die sich medizinisch gesehen sehr wohl stellen, weil wir als im Krankenhaus ja den Auftrag haben, kranke Menschen zu behandeln, die zu uns kommen und Hilfe wollen, aber nicht gesunde Verhaltensweisen krank zu reden. Diese Zellen, die also Dopamin hier produzieren und hier im vorderen Teil des limbischen Systems Dopamin ausschütten, sind verantwortlich für kurzfristiges Glücksgefühl. Zum Unterschied nämlich vom Serotonin. Meine Vorredner haben ja vom Serotonin gesprochen und das ist Glückshormon bezeichnet. Es ist auch korrekt. Serotonin ist allerdings für langanhaltendes Glücksgefühl zuständig. Man könnte es auch besser umschreiben aus meiner Sicht mit Lebenszufriedenheit. Also Lebenszufriedenheit wird im Gehirn eher durch Serotonin gesteuert. Lebenszufriedenheit ist sehr unspektakulär. Hier ist quasi das Gegenteil gemeint mit Dopamin. Dopamin ist für das plötzliche, überraschende Glücksgefühl zuständig. Bewirkt, dass man quasi Freude empfindet und die Menge des Dopamins macht aus, ob ich jetzt nur ein bisschen Freude empfinde oder ob ich vor Freude geradezu benebelt bin. Ja? Es gibt hier Enzyme im Gehirn, die nur dafür da sind, dieses Dopamin wieder abzubauen, ja, in seine Bestandteile zu zerlegen. Und das geht innerhalb von Sekunden, Minuten, maximal innerhalb von ein paar Stunden. Ja, das heißt sogar, wenn Sie in einer Lotterie spielen und 1 Million Euro gewinnen oder Dollar oder was auch immer, dann freuen Sie sich vielleicht riesig, weil Sie so viel Geld gewonnen haben, aber schon am nächsten Tag ist es nur noch mehr eine glückliche Erinnerung. Sie werden am nächsten Tag nicht mehr benebelt vor Glück sein. Ja, es reicht uns eben nicht einmal glücklich zu werden, sondern wir machen Verhaltensweisen immer wieder oder trinken immer wieder Alkohol oder nehmen immer wieder Drogen, damit wir immer wieder diese Dopaminausschüttung haben, weil es eben nur so kurz währt. Der Grund, warum das aber krankhaft werden kann, ist, dass das Gehirn leider ein Organ ist, das sich sehr schnell gewöhnt. Das heißt, das Gehirn gewöhnt sich an diese ständigen Dopaminausschüttungen und insofern brauche ich immer mehr, entweder immer öfter oder eine immer höhere Dosis an Dopamin, damit ich gleich glücklich bin. Verstehen Sie? Oder nehmen Sie Raucher, die haben vielleicht früher 3 Zigaretten am Tag geraucht und jetzt müssen sie 30 Zigaretten am Tag rauchen, um dasselbe Gefühl zu haben, das sie früher hatten. Das heißt, wenn ich gewöhnt bin, immer nur durch Kokain oder Heroin glücklich zu werden, dann reicht das Lächeln meines Kindes nicht mehr aus, um mich glücklich zu machen. Gut, also jetzt sozusagen wäre das die Erklärung, warum man auf biologischer Ebene süchtig werden kann. Man braucht immer mehr und mehr Dopamin, also muss man immer extremer konsumieren, immer extremere Verhaltensweisen an den Tag legen, um noch Glücksgefühle zu empfinden. Jetzt war eben die Frage, ja, was kann jetzt alles süchtig machen? Kann mich Arbeit oder Sport oder gar Sex süchtig machen? Das war eine Frage. Und da hat es früher in Deutschland eine sehr kluge Frau gegeben, die leider verstorben ist, die Frau Professor Grüsser. Und die Professor Grüsser hat ein sehr einfaches Experiment gemacht, um ein für alle Mal zu beweisen, was kann süchtig machen und was nicht. Das möchte ich Ihnen jetzt kurz zeigen. Sie sehen hier Bilder vom Kopf und das sind sogenannte EEG-Bilder. Da gibt es relativ wenig Hirnaktivität. Ja, die Menschen schauen nur auf dem schwarzen Bildschirm und warten, dass ein Bild kommt. Hier sehen Sie jemanden, der ganz gerne gelegentlich Marihuana konsumiert. Also er kifft ganz gern, würden wir sagen, er konsumiert ganz gern Marihuana, ist aber nicht süchtig danach. Und da sehen Sie genau dasselbe, was vorher beim Pokerspieler war, nämlich, dass wenn Sie ihm ein Foto zeigen von Marihuana, ja, von einem Joint, kommt es zu einer leichten Aktivierung dieser Belohnungszellen, ja, aber die Aktivierung geht dann auch wieder weg langsam, wenn Sie das Foto wieder ausblenden. Und hier sehen Sie das Foto eines Cannabis-Süchtigen, eines Menschen, der jeden Tag von der Früh bis am Abend Joints konsumiert. Ja? Und da sehen Sie wieder, sobald Sie ihm nur ein Foto zeigen von einer Hanfpflanze oder von einem Joint, sehen Sie, dass es zu einer ganz massiven Aktivierung dieses Belohnungssystems kommt. Da hat er noch gar nichts konsumiert, der sieht nur das Foto. So funktioniert übrigens Werbung. Und Sie sehen, wie ähnlich diese Bilder sind bei den süchtigen Menschen zwischen Glücksspielsüchtige und Marihuana-Süchtige. Das heißt auch, dass das Gehirn gar nicht unterscheidet, wonach ich süchtig bin. Ob das jetzt eine Substanz ist wie Alkohol oder eine Verhaltensweise wie Glücksspiel oder Internet oder Einkauf. Das Gehirn unterscheidet da gar nicht. Und dann gibt es diese Online-Strategiespiele, das sind übrigens die schlimmsten. Warum? Weil das sind die Spiele, von denen uns die Industrie sagt, das sind die gesunden Spiele.
Lassen Sie Ihre Kinder viel solche Spiele spielen, dann werden die gescheiter, die werden intelligenter. Ja? Und deswegen sind das die schlimmsten. Jetzt ist meine Bitte, ich könnte Ihnen 17.000 Studien zeigen, mache ich nicht. Glauben Sie es mir einfach, durch Internet können Kinder nicht intelligenter werden. Das ist nicht möglich. Allerdings, die gute Nachricht, wenn Ihre Kinder das Richtige konsumieren im Internet, werden sie nicht dümmer. Ja, ist ja auch fein, ist ja auch fein. Das ist wie beim Fernsehen. Durch Fernsehen werden Kinder nie intelligenter oder gescheiter, nie. Ja, mich fragen oft auch Patientinnen oder Eltern von Patienten, ja, wie viel darf denn mein Kind Internet oder Handy konsumieren? Ja? Lassen Sie es mich sagen, es gibt keine Antwort auf diese Frage. Es gibt keine Antwort. Wenn Sie Ihr 13-jähriges Mädchen genau 93 Minuten am Tag mit dem Handy spielen lassen, dann ist es gerade noch gesund und ab der 94. Minute pro Tag ist das Kind krank. Das gibt es nicht, das ist Blödsinn. Ja? Sondern die Frage ist, kann das Kind alle seine natürlichen Bedürfnisse noch erfüllen? Das ist die Frage. Also schläft das Kind genug? Ist das Kind noch genug unter anderen Kindern? Ja? Verbringt das Kind genug Zeit mit der Familie? Kann das Kind auch zumindest eine normale Leistung in der Schule oder in der Ausbildung bringen? Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist es zu viel, was konsumiert wird im Internet, egal wie viel es ist. Aber die Weltgesundheitsorganisation hat für uns Ärzte eindeutig definiert, wie man Suchterkrankungen beschreibt. Und ich möchte mit Ihnen diese 6 Kriterien kurz durchgehen, nicht damit Sie die alle dann nachher auswendig können müssen, aber dass Sie ungefähr ein Bild bekommen, was versteht ein Arzt unter dem Begriff Sucht oder Abhängigkeit. Ein weiteres Symptom von Suchterkrankungen sind Entzugserscheinungen. Entzugserscheinung heißt, wenn ich nicht konsumiere, geht es mir schlecht. Und mehr nicht. Nur das, wenn ich nicht konsumiere, geht es mir schlecht. Dann ganz, ganz wichtig, die Vernachlässigung von wichtigen Verpflichtungen oder Interessen des Lebens. Und aus meiner Sicht ganz wichtig, das Weitermachen mit dem Konsum, obwohl ich weiß, dass es nicht gut ist für mich. Das ist ein Wesen der Suchterkrankung.